Ein Werk im Wandel, eine Industrie, 3 Partner, eine Vision. Das über 100 Jahre alte BMW-Stammwerk in München produziert ab 2027 nur noch vollelektrische Fahrzeuge. Dafür entsteht ein hochmodernes Werk, flexibel, innovativ und effizient. Wegen der innerstädtischen Lage wird auf 3 Ebenen gefertigt. Die komplexen Bauprojekte müssen perfekt abgestimmt sein, um die laufende Produktion nicht zu stören. Eine Operation am offenen Herzen. Für den Erfolg wird auf die BIM-Methodik gesetzt. Mein Name ist Fabian Weixergartner. Ich bin der Strukturprojektleiter hier im Werk München. Für alle Veränderungen, die wir baulicherseits im Werk durchführen, trage ich die Verantwortung, um das Werk in die nächste Ära zu bringen. Mein Name ist Xavier Heltay. Ich bin der BIM-Informationsmanager von BMW Group und BIM-X-Team und ich bin verantwortlich in diesem Projekt für die Umsetzung der BIM-Methodik. Was bedeutet BIM und die BIM-Champions hier für mich? BIM ist für mich der essentielle Befähiger von der Idee bis zur Übergabe des Gebäudes dann an den Betrieb, über unsere Prozesse hier möglichst dies effizient zu gestalten und somit auch die Einladung an die Beteiligten, hier in dieser Wertschöpfungskette sich zu beteiligen. Mein Name ist Clemens Neubauer. Ich bin seit mittlerweile 13 Jahren im POR-Konzern tätig und dort in der PDE Integralen Planung, wo wir als Generalplaner innerhalb der letzten Jahre die größten und die komplexesten Bauvorhaben in der Planung begleitet haben. Ich bin seit Anfang dieses Jahres Geschäftsführer und verantworte dort die Bereiche BIM, Lean und Nachhaltigkeit, wobei das Thema BIM und Lean ganz eine große und eine zentrale Rolle auch gerade für dieses Bauvorhaben, das wir heute hier vorstellen, hat. Mein Name ist Simon Rogalski, ich arbeite bei Dresden Sommer. Wir unterstützen BMW mit unseren Leistungen des Projektmanagements, des Baumanagements und des BIM-Managements. Ich verantworte als Gesamtprojektleiter unser gesamtes Team und unterstütze somit das Projekt im BMW Stammwerk München. Warum ist dieses Vorhaben jetzt so ein wichtiger Bestandteil für das BMW-Werk und für BMW an sich? Das ist schon ein epochaler Schritt für unser Werk, weil wir 100 Jahre Verbrenner produziert haben. In diesem Projekt hat erstmal Bauplanung und BMW-Technologieplanung sehr intensiv zusammengearbeitet. Das heißt, die komplette Qualitätssicherung, Koordination, Kommunikation modellbasiert durchgeführt wurde. Die Verwaltung, Instandhaltung, Inspektion der physischen Anlagen laufen bei uns IFC-basiert weiter in der Betriebsphase. Natürlich gab es zu Projektbeginn auch gewisse Herausforderungen. Jeder der Beteiligten hat seine eigene Firmen-DNA mitgebracht in das Projekt. Das haben wir im Endeffekt durch Durchführung von Workshops, durch Partnering-Termine, aber auch durch BIM und Lean geschafft aufzulösen, sodass wir nach einer gewissen Zeit eine Projekt-DNA entwickelt hatten, an der alle partizipieren. Mein Name ist Alexander Schmidt, ich bin bei der PDE Integralen Planung tätig und bin im Projekt die BIM-Gesamtkoordinatorin. Neben den baulichen und logistischen Herausforderungen gab es natürlich auch gewisse Anforderungen für die BIM-unterstützte Zusammenarbeit. Man muss sich vorstellen, alleine in der Generalplanung haben wir mit 200 Projektmitgliedern gearbeitet. Bestandsgebäude mussten schrittweise rückgebaut werden. Die PDE Integrale Planung hat hier an diesem Punkt dann gezielt Bauablaufsimulationen eingesetzt, bereits in der Genehmigungsphase, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Projekt. Mit der Fortschreibung der BIM-Modelle und dem immer weiter ansteigenden geometrischen Detaillierungsgrad konnte das immer präziser werden und detaillierter. Man konnte wirklich Teilbereiche im Projekt herausarbeiten und im Detail besprechen. Genauso Varianten unterschiedlicher Bauablaufplanungen konnten verglichen werden. Speziell für den Rückbau der bestehenden Bestandsgebäude hat sich eine BIM-unterstützte Zusammenarbeit und Abwicklung als Gamechanger entpuppt. Das BMW-Werk ist und war ständig im Wandel. Diesen Wandel kann man auch an der Bausubstanz dieser Bestandsgebäude ablesen. Es war recht schnell klar, dass wir nicht nur einen Sollzustand der späteren Werksgebäude darstellen müssen, sondern auch wirklich hier eine projektspezifische Arbeitsweise für den Rückbau entwickeln müssen. Wir waren hier sowohl mit handgezeichneten Plänen aus den 40er Jahren bis hin zu den ersten CAD-Zeichnungen aus den 80ern bis zu aktuellen Punktwolken konfrontiert. Wir haben uns auf Basis dessen dann eine ganz spezielle Modellierweise und Arbeitsweise angeeignet, indem wir jedes Element entsprechend der Achsrasterlinien des Gebäuderasters unterteilen, die zwar möglichst detailliert ist, aber trotzdem den groben Angaben, die wir einfach aus der Realität haben, dann Genüge zu werden.
So konnten wir dann diese Elemente ihren entsprechenden Schadstoffklassen zuweisen, um sie dann zu kalkulieren und den entsprechenden Deponien dann auch anzukündigen sozusagen. Diese Bereiche hatten wir dann für das operative Team auch über das BCF-Format markiert. So konnten sie dann über den Zeitplan und diese Verortung im Modell vorhersehen, welche Massen an Materialien zu erwarten war und welche davon schadstoffbelastet waren. Zusätzlich wurden die BIM-Modelle auch mit der Lean-Taktplanung verknüpft. Das heißt, jedes Modellelement hatte dann seine zeitliche Komponente auch hinterlegt, um hier einfach Rückschlüsse im Sinne der Nachhaltigkeit zu ziehen, Ressourcenverschwendung zu vermeiden, Stehzeiten zu vermeiden oder unvorhergesehene kostentreibende Faktoren auch zu vermeiden. Die Koordination und die Kommunikation zwischen all diesen Planungsbeteiligten, wie die Planung der Betonfertigteile, Fassadenplanung, aber auch die interne Planung seitens BMW für die Fördertechnik und die Produktionslinie, fand ausschließlich modellbasiert statt. In gemeinsamen wöchentlichen Koordinationssitzungen kamen dann alle Beteiligten an einen Tisch, wo wir über Modellbegehungen den aktuellen Status im Projekt gemeinsam bewertet haben. Mein Name ist Daniel Muck von Dres & Sommer. Ich bekleide hier im Projekt die Rolle des BIM-Managements. Das BIM-Management ist das Bindeglied zwischen der operativen Ebene der BIM-Gesamtkoordination und der Auftraggebervertretung. Das regelbasierte Model-Checking ist die Grundlage für jede modellbasierte Koordination. Das Regelwerk zum Model-Checking wird dynamisch an die Projekterfordernisse und an die Leistungsphase angepasst und behandelt sowohl die geometrische Ebene als auch die semantischen Informationen innerhalb des Modells. Für das Model-Checking nutzen wir IFC-Dateien, sodass wir einen OpenBIM-Ansatz umsetzen können. Der dynamische Modellvergleich mit den photometrischen Aufnahmen ermöglicht den direkten Abgleich des modellierten Sollzustands mit den tatsächlich auf der Baustelle umgesetzten Elementen. Zum Abgleich nutzen wir IFC-Modelle und photometrische Aufnahmen. Über die Ticketing-Funktion von Dalux können Aufgaben unter Verwendung des BCF-Formats in den Prozess eingespeist und nachgehalten werden. Der Kollaborationsraum BIM Collab ermöglicht dem Planungs- und Bauteam koordinative, planerische und semantische Aufgaben mithilfe des BCF-Formats zu verwalten. Aufgaben werden in unterschiedlichen Kategorien von offen bis erledigt nachgehalten. Was ergaben sich jetzt für Effekte durch die Zusammenarbeit der drei Firmen in digitaler Sicht hin? Anfänglich mussten sich die Firmen finden, ja, auch in ihrer Rolle, weil wir neue Abwicklungsmodelle und Zusammenarbeitsmodelle haben. Wir haben aber diese digitalen Helfer, wie dieses BIM-Modell, auch in Managementrunden genutzt, um Entscheidungen zu treffen. Wir schauen ins Modell, sehen den Fall, haben eine entsprechende Erklärung dazu und konnten da sehr schnell Entscheidungen treffen, was wir natürlich als sehr gut empfanden, weil wir da auch eine bildliche Vorstellung dazu hatten. Gerade durch die Komplexität der Projektstruktur mit sehr vielen Stakeholdern war es sehr wichtig, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern, Dres & Sommer auf der einen Seite, aber auch BMW als Bauherr auf der anderen Seite, über eine digitale Plattform sämtliche Besprechungsmodalitäten, die wir so tagtäglich digital über Jira-Boards dann abwickeln, wo To-Dos festgehalten werden, wo Entscheidungen dokumentiert werden und das alles aber in Kombination mit Lean-Methoden und immer im Hintergrund mit dem BIM-Modell. Die Zusammenarbeit in unserem interdisziplinären Team ist geprägt von einem integralen und agilen Ansatz, um im Team gemeinsam schnelle Entscheidungen zu treffen. Dies ist auch erforderlich im Zusammenhang mit der schnellen Bauproduktion bzw. Bauausführung in diesem Projekt, um die entsprechenden Meilensteine auch einhalten zu können. Für Projekte dieser Komplexität kann nur mit der BIM-Methodik das volle Potenzial der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten ausgeschöpft werden und so auch die Nutzung der BIM-Daten im Betrieb gewährleisten. Und was bedeutet dieses Projekt für uns? Aber auch, was könnte es für die Baubranche bedeuten? Aus meiner Sicht war es erst möglich, dieses Projekt in der Geschwindigkeit und mit der Termintreue zu realisieren, weil wir digitale Helfer wie eine Bausimulation hatten, ein BIM-Modell, in dem wir nachschauen können, Kollisionen vermeiden, eine gesteuerte Logistik. All diese Faktoren führen ja dazu, dass wir das überhaupt in dem Stadtteil Mühlbertshofen, ja, in einer Millionenstadt, reibungsfrei umsetzen können. Die standardisierten Anwendungsfälle, die wir über die Building Smart über die letzten Jahre in Deutschland, genauso wie in Österreich und vielen anderen Ländern, wo wir auch als POR in der Building Smart unterwegs sind, entwickelt haben, sind sicher eines der wichtigsten Basisregelwerke, die wir benötigen, um solche komplexen und aufwendigen Projekte
heute, aber auch in der Zukunft abwickeln zu können. Ich bin mir 100% sicher, dass gerade dieses Thema der Standardisierung, die wir über eine Building Smart forcieren, nämlich auch gemeinsam forcieren, einen ganz wichtigen Beitrag dazu leistet, dass gerade in diesem großvolumigen Bau BIM nicht nur bei BMW Standard wird, sondern in allen großen Projekten, die wir im deutschsprachigen Raum abwickeln. Außergewöhnlich und schön für uns, die Planung, die wir in dieses Projekt gesteckt haben, zu sehen, wie das in der Umsetzung erfolgreich ist und wie wir von Meilenstein zu Meilenstein kommen und die Realisierung und das Gebäude wachsen sehen. In Bezug auf BIM stellt dieses Projekt einen Meilenstein in der digitalen Transformation beim BMW Group. Es wurden neue Prozesse entwickelt und umgesetzt. Es hat so erheblich zur Standardisierung der BIM-Prozesse der BMW Group beigetragen. Wir diskutieren seit sehr vielen Jahren über das Thema BIM, über die Funktionen und was geht nicht. Wenn man sich dieses komplexe Projekt ansieht, merkt man, dass man, wenn man das richtige Setting hat, man auch solche Projekte BIM-basiert auf den Boden bringen kann. Dass nur durch den Einsatz von BIM und aber auch einer starken Partnerschaft solch komplexe Projekte erfolgreich ins Ziel geführt werden. Eine außerordentliche Leistung jedes Einzelnen im Team, dies möglich zu machen. Das geht nur, weil jeder hier auch eine Sonderrunde läuft.